Ja, hallo und willkommen. Wir werden heute solche personalisierten Barbecue-Logos in Akazienholz fräsen. Und zwar einmal geflammt mit so einem Alurahmen und wie hier schön zu sehen ohne. Ja, die Idee ist bzw. war, den Rahmen so auf das Holz aufzulegen und die Fläche von der Flamme ganz leicht anzuflammen. Dann wird der Rahmen entfernt und das Logo hineingraviert. Auf die Rückseite wird das gleiche Logo eingefräst, nur ohne das Geflammte. Der Kunde ist nicht irgendjemand, sondern der Chef von WinPe CNC. Als erstes fertigen wir die zwei Alurahmen. Dafür wird die Opferplatte montiert. Das Rohteil ist etwa DIN A4 groß und wird von doppelseitigem Klebeband gehalten. Das erste Werkzeug wird eingespannt, ein 6 mm Einschneider. Wie so ein Nullpunkt angetastet wird, habe ich jetzt schon oft genug gezeigt, deswegen überspringen wir das einfach mal. So, die Kamera wird noch nachjustiert und jetzt kann es losgehen. Ja, man kann es schon sehen, als allererstes wird geplant. War nicht unbedingt notwendig, aber ich wollte es einfach machen. Unser zweites Werkzeug kommt zum Einsatz, ein 90 Grad Gravierstichel, der natürlich vermessen werden muss. Die Software rechnet automatisch ein Offset rein. Das letzte Werkzeug, ein 3 mm Einschneider. Ja, wie man schön sehen kann, wird erstmal die Kontur der Flamme ausgefräst. Ich kühle übrigens nur mit Luft. Ich habe schon vieles ausprobiert, Spiritus oder Fernella. Aber mit Luft habe ich einfach bis jetzt die besten Ergebnisse gehabt. Und die kleinste Sauerei.
Es folgen nun ein paar Löcher. Ein paar haben eine Funktion, also später wird so eine M6er Schraube reingemacht, als Anschlag am Holz. Und die anderen Löcher sind nur Orientierungslöcher, um einfach durchgucken zu können, wo bin ich eigentlich mit meinem Rahmen. Ja, und so sieht der Alurahmen fertig aus. Die Kanten werden noch etwas entgradet und mit so einem Senker werden auch die Löcher schön abgerundet. Mit einem M6 Gewindeschneider werden die Gewinde für die späteren Schrauben geschnitten. Ja, und auf so einem kleinen Abfallstück wird das Ganze erstmal getestet. Und hier kann man auch das erste Mal sehen, wie ich mir das vorgestellt habe mit den Flammen. Es folgen nun die Schneidebretter. Ich verwende solche Schneid- und Servierbretter von der Firma Kesper aus Akazienholz. Die Bretter sind schon vorgeölt. Leider muss es erstmal abgeschliffen werden. So, und hier kann man mal sehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Man kann schon diesen Pfeil sehen, 0. Barbecue Logo, den ich mir erstmal setzen muss. Anschließend wird mit so einem Brenner die Oberfläche ganz leicht angeflammt. Jo, sieht gut aus. Also fräsen wir jetzt die Logos rein. Okay, zurück an der CNC. Als allererstes lege ich so eine Gummimatte auf. Das verhindert mir einfach das Wegrutschen. Hinten an der Maschine kann man 2 Waagrechtspanner sehen. Mit diesen 2 Spannern wird das Brett einfach nur gegen die Schrauben gedrückt und so gespannt. Hier den Nullpunkt zu bestimmen ist ganz leicht. Ich fahre mit dem Werkzeug einfach nur auf meine Bleistiftmarkierung. Die Z-Höhe wird wie immer mit der Tastplatte definiert. Ja, das erste und einzige Werkzeug ist schon eingespannt, ein 45 Grad Gravierstichel. Das Besondere an diesem Werkzeug ist der Phasenspitzenversatz. Ganz unten an der Spitze ist es nicht wie üblich auf 0 geschliffen, sondern hat eine ganz kleine Fläche, nämlich von 0,2 mm. Das erste Logo auf der geflammten Seite ist fertig, deswegen drehen wir das Brett einfach nur um und machen gleich weiter. Hier in dem Video ist nur das Niklas-Brett zu sehen.
Das Profi-Brett habe ich einmal weggelassen. Man muss das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir nähern uns langsam am Ende. Die Logos sind fertig gefräst und müssen jetzt von ganz kleinen Spänen befreit werden. Und das machen wir mit so einer Nylonbürste. Die geflammte Seite hat meine Nylonbürste etwas versaut, deswegen habe ich immer zwei im Einsatz. Das Ganze wird nochmal geschliffen und abgesaugt. Und da es zwei Bretter sind, machen wir das Ganze nochmal. Okay, kommen wir nun zum Öl. Ich verwende so ein Öl von Osmo. Es ist lebensmitteltauglich und für diesen Zweck genau richtig. Ich dachte, ich öle es mal für euch in der Nahaufnahme, damit ihr sehen könnt, wie ich das mache. In den größeren Flächen benutze ich ganz wenig Öl, da es schnell sehr fleckig werden kann. Ganz anders ist es bei diesen sehr filigranen Gravuren und Linien. Da benutze ich mit Absicht sehr viel Öl. Das sammelt sich da unten wie eine Pfütze und erhöht später einfach den Kontrast. Ja, und zu guter Letzt wird das ganze Brett noch geölt. Also, mir gefällt es sehr gut. Ja, durch meine Posts auf WhatsApp und Insta hatte sich ein wenig rumgesprochen, was ich so mache. Das sind die ganzen Bestellungen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich bedanke mich auch an meinen Zuschauern. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.